Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Ich zeige dir in diesem Video, wie du so einen quadratischen Verschlussknopf machen kannst. Das ist sehr praktisch, denn du hast keine herunterhängenden Bänder an deinem Armband oder an deiner Kette. Die benötigten Materialien findest du auch unten in der Beschreibung. Um den neuen Faden festzustecken, verwende ich eine Nadel mit dickem Kopf, damit mein Faden gut runtergedrückt wird und sich nicht so leicht aufspleißt. Ich mache mit dem Kordelfaden einen doppelten Halbschlag um den neuen hellblauen Faden. Jetzt stecke ich einen neuen hellblauen Faden rechts neben den nächsten Kordelfaden . Und knote mit dem Kordelfaden auf diesen neuen Faden einen doppelten Halbschlag. Jeder Kordelfaden bekommt einen neuen blauen Faden und umknüpft den. Die beiden hellblauen Fäden werden nun links über rechts mit einem doppelten Halbschlag zusammengeknotet. Jetzt drehe ich meinen Knopf ein Stück nach rechts und stecke wieder einen neuen hellblauen Faden neben den rechten Kordelfaden, rechts neben den rechten Kordelfaden. Mit diesem Kordelfaden mache ich jetzt einen doppelten Halbschlag um den hellblauen . Ich drehe meinen Knopf wieder zurück nach links und knote diese beiden blauen Fäden wieder links über rechts zusammen mit einem doppelten Halbschlag, also einem Rippenknoten. Ich drehe meinen Knopf wieder ein Stückchen nach rechts. Ob du jetzt diesen neuen blauen Faden rechts oder links vom nächsten Kordelfaden feststeckst, ist eigentlich egal. Hauptsache, jeder Kordelfaden knotet auf einen neuen blauen Faden und die nachbarblauen Fäden werden jeweils miteinander zusammengeknotet. Jetzt schließe ich noch die vierte blaue Ecke.
Jetzt kommt an jeder Seite ein neuer 15 cm langer Faden dazu. Ich stecke den fest über die 3 Fäden, die nach unten schauen, und knote alle 3 mit einem doppelten Halbschlag an. Ich drehe meinen Knopf wieder um eine Vierteldrehung nach rechts und stecke den nächsten Faden fest. Das gleiche wiederholst du jetzt noch an den anderen beiden Kanten. Jetzt schließe ich nacheinander die 4 Ecken mit einem doppelten Halbschlag immer links über rechts. Normalerweise drehe ich dann immer mein Brett um eine Vierteldrehung, aber weil wegen dem Filmen mein Brett fest geschnallt ist, deswegen kann ich es nicht so gut drehen. Jetzt drehe ich halt den Knopf. Jetzt mache ich nochmal eine Runde mit 4 neuen Fäden, an jeder Kante eine. Nur muss ich diesmal mehr
Fäden anknoten auf den neuen Faden. Wie schon gesagt, ob du von links nach rechts oder von rechts nach links knotest, spielt keine Rolle, das sieht genau gleich aus. Jetzt muss ich noch die 4 Ecken miteinander verknoten. Das mache ich wieder links über rechts, wie in den letzten Runden auch.
alle Restfäden abschneiden und verschmoren. Tschüss, Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Video.